Es tut einer Kultur gut, wenn alte Bücher von Zeit zu Zeit verbrennen. Es gibt der Kreativität einen Schub. Wie ist die moderne Philosophie entstanden? Durch das Lesen alter Fragmente. Aber das Lesen war offen, weil wenig vorhanden war. Die Vorstellung, dass Bücher brennen, ist großartig. Paris, Oktober 2004. Slavoj Žižek, slowenischer Philosoph und Enfant terrible der internationalen intellektuellen Szene, ist zu Gast in der Stadt. Vor 20 Jahren lockten ihn das Wirken Jacques Lacans und mehrere Gastprofessoren hierher. Seine Erfolge jedoch fand er anderswo, in England, Deutschland oder den Vereinigten Staaten. Doch nun scheint sich endlich auch Frankreich für den berüchtigten Querdenker zu interessieren. Wir machen heute einen Umweg über Slowenien, genau gesagt über Ljubljana, wo unser Gast, der Philosoph Slavoj Žižek, arbeitet und lehrt. Doch nur einen Teil des Jahres. Die restliche Zeit über hält er Vorträge in Europa, den Vereinigten Staaten und überall auf der Welt. Denn Slavoj Žižek hat überall sehr viele Leser und Bewunderer. Fans einer extrem untypischen Philosophie, übersetzt in 20 Sprachen. Zitieren wir beispielsweise Marx, Lacan, Hegel, Lenin, die Oper, das Kino, um das Ausmaß eines Universums zu beschreiben, das konzeptionell extrem reich, irritierend, oft provozierend ist und in Frankreich noch sehr wenig bekannt. Willkommen, Slavoj Žižek, und guten Tag. Guten Tag. Sie müssten sich freuen, in Frankreich zu sein. Für Sie ist das eine Art Wiedersehen? Ja, auf jeden Fall. Immerhin habe ich als Lacanscher Philosoph begonnen. Die Achse meines Arbeitens ist das Lesen der klassischen deutschen Philosophie, Kant, Hegel, im Lichte Jacques Lacans. Meine unerschütterliche Treue, um es pathetisch auszudrücken, gilt Jacques Lacan. Als Ende der 60er Jahre in meinem Land die Rezeption von Lacan begann, wurde das als eine philosophische, insbesondere als eine politische Theorie wahrgenommen. Ideologiekritik, Kritik des Staatsapparats etc. Für uns bedeutet Lacan Politik. Der offensive und durchaus oft auch aggressive Stil Slavoj Žižeks ist weit davon entfernt, Einstimmigkeit hervorzurufen. Wie jeder professionelle Provokateur greift er in seinen Reden und Schriften ohne Zögern auch auf trivialste Methoden zurück, um, wie er sagt, die Perspektive zu brechen. Žižek will die Debatte weiterführen, als es der allseits gepflegte gute Ton erlaubt. Seine Gleichgültigkeit jedem Anstand gegenüber hat dazu geführt, dass ihn manche nicht ernst nehmen und ihm hier und da der Ruf anhaftet, eher ein Schelm, denn ein Philosoph zu sein. Wer ist dieser exzessiv vorwärts schreitende Denker? Im Zentrum des vielgestaltigen und üppigen theoretischen Universums von Slavoj Žižek stehen Kant, Hegel, Marx und Lacan. Um sie herum kreisen Dutzende anderer Geistesgrößen, Intellektuelle und Künstler aller Zeiten, mit denen Slavoj Žižek sich je nach Bedarf unterhält oder streitet. Politisch entschieden links verankert, spielt das engagierte und ununterbrochen aktive Denken von Slavoj Žižek mit dem Feuer. Es vereint virtuos die Extreme und benutzt rigoros die Kunst des Paradox, um konventionelle Ansichten ins Wanken zu bringen. Slavoj Žižek ist ein Exzess. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, Antworten zu geben, sondern gute Fragen zu stellen. Den Kopf zu verdrehen. Genau das ist das Schwierigste. Die guten Fragen. Slavoj Žižek multipliziert sie dutzendfach in jedem seiner Bücher, einfach indem er die Welt beobachtet, ihre Brutalität und Zusammenhanglosigkeit. My soul find me shining.
Zizek stellt diese Fragen mit dem Ziel, uns zu beunruhigen. In dem Sinn, in dem Hegel uns lehrt, dass erst die Unruhe zum Denken zwingt, indem wir uns den Kopf verdrehen. Auch wenn seine ärgsten Feinde ihm vorwerfen, sich in leeren Gesten zu verlieren, ist Zizek doch unbestreitbar einer der meistgelesensten und kommentiertesten Vertreter eines marxistischen Denkens, welches den Zusammenbruch des Kommunismus miterlebt hat. Der Begriff Sozialismus erschreckt Sie nicht? Auf keinen Fall. Na also. Das heißt, Sie glauben weiter daran. Nun, meine Position ist sehr paradox. Das haben wir inzwischen begriffen. Ich bin und bleibe ein Marxist, der an die Revolution glaubt, der an die Grenzen der Demokratie und an die mögliche Anwendung, ich habe keine Angst, dies zu sagen, von Terror glaubt. Tatsächlich? Absolut. Wie sagt man doch gleich, es gibt diese und jene Äpfel, es gibt diesen und jenen Terror. Und was ist das, ein guter Terror? Na, damit werden wir aber schwerlich einverstanden. Ja, damit werden wir schwerlich einverstanden sein. Sie sagen, es gibt gute Äpfel und andere? Ich könnte es so formulieren. Ich kann mir gut eine Situation vorstellen, in der ein Militärputsch eine fortschrittliche und sogar akzeptable Rolle spielt. Das ja, aber das ist kein guter Terror. Jetzt schummeln Sie aber. Nein, nein, Wir nein. alle können uns Situationen vorstellen, in denen Mein ein Gott, wir Staat- sind in Frankreich. Robespierre, das ist ein guter Terror. Ein guter Terror? Ich akzeptiere diese postmoderne Idee nicht, dass wir das alles hinter uns gelassen haben. Nun, ich denke nicht, dass ich hier etwas Besonderes gesagt habe. Terror. Was bedeutet Terror? Ich glaube, dieser Begriff ist so mystifiziert und mit Angst besetzt. Warum? Ich glaube, das hängt mit unserer extrem narzisstischen Sensibilität zusammen. Heute ist es sogar Mode, ethische Gewalt zu verurteilen, als ob uns ethische Gebote nicht gewaltsam aufgezwungen werden sollten. Doch Ethik ist im Grunde etwas Terroristisches, etwas, das uns gewaltsam aufgezwungen werden muss. Etwas, das wir tun müssen. Als ich hier dieses Beispiel mit den Äpfeln und dem Terror heraufbeschworen habe, wollte ich damit sagen, dass der Begriff Terror heute eine präzise ideologische Funktion besitzt. Es scheint, dass er den Terror meint, den wir alle verdammen. Den Angriff auf die beiden Türme in New York, den ich auf keinen Fall als einen Befreiungsakt rechtfertige. Of Twin Towers in New York is a kind of liberating act or whatever. The true stakes ideological of this operation. Aber der eigentliche ideologische Sinn dieser Verfahrensweise ist auch etwas wie beispielsweise eine Widerstandsbewegung des Volkes als einen Akt des Terrors darzustellen. Alles, was sich unserer Form von Demokratie widersetzt, wird einfach automatisch zu Terror. Ich glaube, der Philosophie obliegt seit jeher eine kritische, ja sogar eine subversive Berufung. Schon Platon hat gesagt, dass die Philosophie die Kritik der Meinungen ist. Was aber sind die Meinungen? Es sind die sich im Umlauf befindlichen vorherrschenden Ideen, die alle teilen, ohne ernsthaft über diese Ideen nachgedacht zu haben. Die Philosophie ist eine Schule der Freiheit. Und solange sie eine Schule der Freiheit ist, wird sie sich eher dem Neuen, dem Eigenartigen und Umstrittenen zuwenden. The miracle of Slavoj Žižek. Das Wunder von Slavoj Žižek ist, dass es bei ihm einen Widerstand gibt, der auf keinen Fall ein pathetischer Widerstand ist. Es ist ein sehr ernster und präziser Widerstand, der sogar lustig sein kann. Der nicht nur Widerstehen und Leiden bedeutet, sondern produktiv ist, indem er den Weg zu neuen Formen des Denkens öffnet. Ich denke, das Ganze besitzt einen Aspekt wirklich hochklassiger Komödie. Jeder von Žižeks Buchtiteln unterstreicht diesen Charakterzug. Widerstehen, ohne dem Pathos oder der Melancholie zu verfallen.
Es gibt in der Philosophie Alain Badiou's dieses Konzept des wandelnden Exzesses. Und ich denke, dass Slavoj die beste Verkörperung dieses wandelnden Exzesses darstellt. Dies ist genau die Art, wie sein Denken und seine Person funktionieren. This is precisely how his thinking works and how he works also as a person, I would say. Ein wandelnder Exzess, etwas, das nicht völlig vom System integriert werden kann. Etwas, mit dem das System fortwährend kämpft. Wann agiert man wirklich frei? Stellen wir uns eine Situation vor, in der man um Freiheit ringt. Freiheit ist mehr als zwischen Apfelkuchen oder Erdbeerkuchen zu wählen. Freiheit ist eine sehr schwierige Entscheidung. Freiheit tut weh. Freiheit heißt nicht, frei in der Luft herumzuschweben. Große ethisch-politische Taten sind schmerzhafte Taten. Um das Große zu denken, geht Slavoj Žižek oftmals von der Beobachtung des Kleinen aus. Es sind unsere alltäglichen materiellen Abläufe und Praktiken, die laut Žižek offenbaren, wie Ideologie konkret funktioniert. Das folgende Kapitel stellt 3 von Žižek entwickelte Theorien über die physische Existenz der Ideologie in Zeiten eines um sich greifenden Liberalismus vor. Mehr als je zuvor scheint sich uns alles umfassend anzubieten. Und doch ist die Begegnung mit dem Realen immer seltener und unwahrscheinlicher. Verändert sich diskret die Ethik? Heute haben wir Produkte, die ihrer eigenen Substanz beraubt sind. Die offensichtlichsten Beispiele sind zuckerfreier Kuchen, koffeinfreier Kaffee, alkoholfreies Bier, fettfreier Schinken und so weiter. The traditional ethics was the ethics of moderation. Drink, but not too much. Eat, not too much. The proper measure, Aristotelian. Die traditionelle Ethik war eine Ethik der Mäßigung. Trink, aber nicht zu viel. Iss, aber nicht zu viel. Das rechte aristotelische Maß. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Heute jedoch heißt es nicht mehr trink, aber nicht zu viel, sondern trink, so viel du willst. Denn der Gegenstand ist seines exzessiven Besitzes beraubt. Also, tu so viel du willst, iss und trink so viel du willst. Die Begegnung mit dem Realen ist suspendiert. Ist Autorität etwas Überholtes? Dennoch, sagt Slavoj Žižek, hat gerade unsere Epoche, scheinbar toleranter als jede zuvor, ein perfides Autoritätsmodell hervorgebracht. The figure of authority is no longer the paternal symbolic authority. Die Figur der Autorität ist nicht länger die väterlich-symbolische Autorität, sondern eine Autorität, die nach außen hin in nachgiebiger Weise auftritt. Doch unter der Maske dieser Nachgiebigkeit steckt ein wesentlich strengerer, repressiver und unausgesprochener Befehl. Für Žižek verkörpert Bill Gates diese kaum wahrnehmbare Veränderung des Status der Autorität. Er ist der Small Brother, der gewöhnliche brave Kerl, der sich, ohne dass wir es bemerkt haben, die Welt angeeignet hat. Ich denke, das genau ist der heutige postmoderne Autoritätstypus. Der Chef von heute ist nicht länger derjenige, der dir in Schlips und Anzug die Befehle erteilt. Er ist derjenige, der kumpelhaft auftritt und sagt, na, hast du letzte Nacht schönen Sex gehabt? Komm, lass uns einen Drink zusammennehmen. Der derbe Witze erzählt und so weiter. Der Haken liegt darin, dass er immer noch der Chef ist, derjenige, der die Befehle erteilt. Und warum ist das schlimmer als bei der alten Autorität? Weil er, indem er sich benimmt, als seien wir Freunde, einem den Raum zu protestieren vorenthält.
Wenn du protestierst, kann er sagen, Nanu, wir sind doch Freunde, wie kannst du so mit mir sprechen? Es ist wesentlich repressiver. Natürlich geht es nicht darum, zur alten, autoritären Moral zurückzukehren, sondern im besten Sinne von Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufklärung uns bewusst zu sein, wie der Rückgang der traditionellen Autorität neue, unsichtbare, deshalb aber wesentlich repressivere Autoritäten mit sich bringt. Vor allem tabuisierte Themen bringen Žižek auf Gedanken. Im Folgenden liefert er uns, dank der vergnüglichen und zugleich etwas anrüchigen, vergleichenden Studie, die ihn berühmt gemacht hat, den Beweis. Meine Idee war aufzuzeigen, dass Ideologie heute lebendiger ist denn je. Allerdings muss man wissen, wo man sie zu suchen hat. Für mich ist Ideologie etwas, das in unseren täglichen Handlungen enthalten ist. Und natürlich hat es mich zum Niedrigsten hingezogen, zur Bauweise von Toiletten. Es gibt 3 Grundformen von Toiletten. Die französische, bei der sich das Loch hinten befindet, sodass die Exkremente so schnell wie möglich verschwinden. Die deutsche, bei der sich, zumindest beim alten Typus, das Loch vorne befindet, so dass die Exkremente liegen bleiben. Wir alle kennen dieses alte deutsche, sich bedauerlicherweise im Verschwinden befindliche Ritual, jeden Morgen seine Exkremente auf mögliche Krankheiten zu untersuchen. Schließlich die amerikanische Toilette. Bei der verschwindet die Scheiße nicht, sondern schwimmt im Wasser. Die Toilette ist ständig voller Wasser. Also, ich hatte eine ganz einfache Idee. Wie sind nun diese verschiedenen Bauweisen zu verstehen? Ich bin davon überzeugt, dass eine empirische, auf Nützlichkeit ausgerichtete Erklärung hier nicht reicht. Dann kam mir der unanständige Gedanke, eine Verknüpfung zwischen dem Höchsten und dem Niedrigsten herzustellen. Das Höchste ist selbstverständlich diese Idee der nationalen Identität, die europäische Trinität. Etwas, was wir bereits bei Hegel finden. Diese Idee, dass die 3 Schlüsselnationen, Frankreich, Deutschland und England, jeweils für ein gewisses metaphysisches, gesellschaftliches Prinzip stehen. Each standing for a certain almost metaphysical and social principle. England, economy. England, wirtschaftliche, pragmatische Haltung. Frankreich, politische, revolutionäre Haltung. Deutschland, metaphysische, nachdenkliche Haltung. Und ich habe mir gesagt, mein Gott, da gibt es ja einen direkten Zusammenhang. Frankreich ist der revolutionäre Weg. Die Scheiße muss so schnell wie möglich liquidiert werden. Die angelsächsischen amerikanischen Toiletten sind pragmatisch. Es verschwindet nach und nach. Das Deutsche ist das Dichten und Denken. Man betrachtet und beschnuppert es. Okay, es erscheint lächerlich. Ist es aber nicht. Das ist es, was mich immer schon fasziniert hat. Wie unsere alltäglichsten Gebrauchsgegenstände etwas über unsere grundsätzliche Haltung der Welt gegenüber verraten. Exkursion in die Heimat des Philosophen. Slowenien, das Slavoj Žižek mit einem kleinen Levi-Straußschen Dorf zu vergleichen liebt, in dem sich jeder kennt. Hier ist er 1949 geboren, als das Land unter Tito noch zum kommunistischen Staat Jugoslawien gehörte. Als Doktor der Philosophie und der Psychoanalyse ist er heute lehrender Professor an der Universität von Ljubljana sowie regelmäßig Gastprofessor an mehreren großen Universitäten der USA. Von der Presse verschmitzt Riese von Ljubljana genannt, lebt und arbeitet er im heutigen Slowenien nur noch sporadisch, seinen eigenen Worten nach als ein Fremder. Wie soll ich es ausdrücken? Meine private Struktur ist protofaschistisch. Ich mag Ordnung. Genau das gefällt mir in der Armee. Die sagen dir sogar, wann du dich zu waschen hast. Nie habe ich mich so frei gefühlt zu arbeiten.
Ich hatte das Glück, einen Posten in der Bibliothek zu bekommen. Natürlich hat niemand Bücher gelesen, sodass ich den ganzen Tag über Zeit hatte. Alle großen Bücher habe ich dort gelesen. Meine ganze Hegel-Lektüre fand dort statt. Es war paradiesisch. Ich hasse mein Land nicht. Ich habe Freunde hier und so weiter, aber ich identifiziere mich nicht substanziell mit meinem Land. Let's imagine that I would be prohibited re-entering my country, Slovenia. Nehmen wir einmal an, man würde mir verbieten, in meine Heimat Slowenien zurückzukehren. Ich würde das überleben. Nehmen wir einmal an, man würde mir verbieten, meine theoretische Arbeit fortzusetzen. Ich glaube nicht, dass ich das überleben würde. Es wäre Selbstmord, denke ich. Meine Antwort auf diese Schnellschussfrage, wo bist du, lautet, ich bin in der Theorie. Es ist die Theorie, die Slavoj Žižek in alle Winkel der Welt führt, wo er in den letzten Jahren über 300 Vorträge gehalten und zahlreiche Interviews gegeben hat. Der 11. September stellt ein wirkliches Ereignis in einer postmodernen Welt dar, in der es keine Ereignisse mehr gibt. Ist das auch für Sie so? Nein, nein, nein. Die Rastlosigkeit Slavoj Žižeks ist verblüffend. Er publiziert so schnell, wie er denkt, manchmal sogar schneller, wie es kürzlich ein Artikel im New Yorker formulierte. Er redet von einem borromäischen Knoten, aus dem das Buch besteht. Sein Zuhause ist nirgendwo und überall. Über das Privatleben von Slavoj Žižek ist nur wenig zu erfahren. Er weist alles Biografische an sich zurück, hat sogar seine Kinderfotos verbrannt, geleitet vom Wunsch, einzig im Hinblick auf seine Arbeit wahrgenommen und bewertet zu werden. 1999 erhält Žižek einen der höchst dotiertesten Forschungspreise Deutschlands. Der Philosoph Slavoj Žižek erhielt im vergangenen Jahr den zum ersten Mal verliehenen Kulturwissenschaftlichen Forschungspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Preis umfasst Mittel in Höhe von 1 Million Mark für eine Forschergruppe, die Slavoj Žižek für 2 Jahre am Kulturwissenschaftlichen Institut einrichtet. Jetzt hat die Forschung begonnen zum Thema die Antinomien der postmodernen Vernunft. Man wirft dem redefreudigen Slavoj Žižek oft vor, in seinem Werk an den Haaren herbeigezogene intellektuelle Kombinationen zu entwerfen. Vielleicht, so sagt der österreichische Journalist Robert Miesig, bezogen auf die Arbeitsmethode des Philosophen, ist ein gewisses Maß an Scharlatanerie unvermeidbar. Denn was, wenn der assoziative Witz und Aberwitz, wenn solche Scharlatanerie Bedingung des Produktiven sind? Ich hasse es zu reden. Ich empfinde mich als eine schreibende Person. Trotzdem charakterisieren viele Menschen meine Schriften mit ihren wilden Sprüngen von hier nach dort als geschriebene Reden. Das ist für mich ein Paradox, für das ich keine plausible Erklärung habe. Vielleicht schreibe ich so, wie ich spreche, aber ganz sicher imitiere ich eine eingebildete Rede, was ich in Wirklichkeit nicht tun kann, da ich Reden hasse. Ich bin sehr ich-bezogen. Ich hasse Debatten. Was ich am meisten hasse, sind Fragen und Antworten. Der wahre Grund, warum ich versucht bin, so viel zu reden und so lange Antworten zu geben, ist der, dass es dann weniger Fragen gibt. Ich stimme hierin zutiefst mit Gilles Deleuze überein, der behauptet hat, jeder Philosoph verfolgt seine Linie. Das ist die wahre Offenheit der Philosophie. Ich entwickle meine Standpunkte. Ich gebe nicht vor, offen zu sein, wo ich nicht offen bin. Ich empfinde diesen Druck des modernen akademischen Diskurses, seine eigene Position zu relativieren und eine Art Offenheit zu simulieren, als etwas Unerträgliches. Ich erinnere mich sehr gut an meinen ersten Besuch in Ljubljana. Die Leute, die mich empfingen, sagten, es gibt da jemanden, der sehr erstaunlich, sehr aufgewühlt ist und der dir viele Fragen stellen möchte. Sein Name ist Slavoj Žižek. Er war jemand, der damals schon sehr gebildet war, gleichzeitig aber die einfachsten Fragen stellte. Lieben Sie dieses und jenes? Es erscheint banal, war es aber nicht, denn es war er.
C'est banal, mais justement, ça l'était pas parce que c'était lui. If I then moved to the Slovene context here, when his first book was published. Als in Slowenien sein erstes Buch veröffentlicht wurde, das war, glaube ich, 1982, war das ein wirkliches Ereignis, das alle möglichen Fachgebiete berührte. Es produzierte eine Öffnung und Infragestellung von Dingen, die als gegeben galten. Slavoj Žižek ist wirklich jemand, der ständig Dinge, die als gegeben gelten, unterwandert. Warum haben Sie Präsident Ihres Landes werden wollen? Also, das ist wieder einmal viel komplexer. Das war das alte, selbstverwaltete System, bei dem es nicht den Präsidenten, sondern eine Präsidentschaft gab. Bestehend aus 4 Personen. Genau. Und ich war, wie immer, das 5., nicht wahr? Das 5. Rad am Wagen. Ich schreibe immer in 2 Phasen. Zuerst sage ich mir, das sind nur Notizen. Das ist noch nicht wirkliches Schreiben. Dann, ab einem gewissen Punkt, sage ich mir, nun habe ich ja alles schon geschrieben. Jetzt muss ich es nur noch zusammensetzen, die einzelnen Fragmente. Ich versuche also immer, das Ding selbst, diesen schrecklichen Moment, das Schreiben, zu vermeiden. Das ist strikte Ökonomie. Es ist mir unerträglich, direkt zu schreiben. Ich bin versucht, das materialistisches Schreiben zu nennen. Eine Art konkreter Formalismus, bei dem die Form vor dem Inhalt kommt, aber nicht die Form im ideellen Sinne. Form ganz körperhaft. Ich hasse diese romantische Idee eines Autors, der meint, eine tiefe innere Botschaft ausdrücken zu müssen und so weiter und so weiter. Es ist einfach harte Arbeit, die getan werden muss. Diese Tradition von trinkenden Poeten, die meinen, einen Kontakt zur Spontaneität zu haben. In meiner Fantasie, falls ich an die Macht kommen sollte, hopp, ab in den Gulag für mindestens 20 Jahre. There is a certain Es gibt bei ihm diesen Willen, dieses Interesse, die metaphysisch komplexesten und extremsten Dinge zu verfolgen und sie absolut greifbar zu machen. Not simple and accessible in this way, but absolutely palpable. He is a great producer, Er ist ein großer Produzent eines, um den Begriff Hegels zu verwenden, konkreten Universellen. All diese achtbaren, abstrakten Begriffe spazieren uns beim Lesen seiner Bücher an den Augen vorüber. Für mich ist die Philosophie das wirkliche Leben. Die Realität ist grau. Die Realität aber zu einem Gegenstand philosophischer Interpretation zu erheben, macht sie wieder interessant. J'ai l'impression que Slavoj a une richesse de connexion dans sa pensée. Ich habe den Eindruck, dass Slavoj Žižek allen Dimensionen gegenüber, die in ihm und in seiner Geschichte stecken, aufgeschlossen ist. Oft schließt man beim Erwachsenwerden die Türen und will von gewissen Dingen nichts mehr wissen. Aber offen zu bleiben für die Gesamtheit seiner Erfahrungen und seines Lebens. Was ist ein authentischer politischer Akt? Ein Akt, der in der Lage ist, den Lauf der Dinge zu verändern. Dieser Frage stellt sich Žižek zusammen mit 2 Denkern, denen er sich besonders zugehörig fühlt und denen er in seinen Büchern oftmals Ehre erweist. Alain Badiou und Jacques Rancière. Im Kern besteht die heutige demokratische Politik darin,
Im Kern besteht die heutige demokratische Politik darin zu sagen, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wählt jetzt unter diesen Möglichkeiten aus. Aber das stimmt nicht, denn sobald man wählt, merkt man, dass die man gewählt hat, genau das Gleiche tun wie die vorher dran waren. Also in Wirklichkeit gibt es nicht mehrere, sondern nur eine Möglichkeit. Und unsere einzige Wahl besteht darin, die Personen zu wählen, die sich darum kümmern. Und ich würde mit Slavoj Žižek behaupten, das ist nicht die Definition von Politik. Die Definition von Politik ist, dass das Mögliche nicht ein für allemal gegeben ist. Wir müssen Möglichkeiten kreieren, die in der bestehenden Welt ganz und gar unmöglich erscheinen. Denn jedes Mal, wenn man uns sagt, das ist unmöglich, will man uns eigentlich zwingen, die bestehenden Spielregeln anzuerkennen, bei denen die Möglichkeiten bereits vorgegeben sind. Die authentische politische Aktion, die Freiheit und Gleichheit anstrebt, ist immer eine Aktion, die die Spielregeln verändert. My admiration for my good friend Alain Badiou is precisely that he Meine Bewunderung für meinen guten Freund Alain Badiou rührt daher, dass er es wagt, offen den Fetisch Demokratie herauszufordern. Dabei ist seine Herausforderung nicht bloß eine gewöhnliche Skepsis, sondern sie hat einen philosophischen Hintergrund, der den Status des Möglichen in Frage stellt. Authentische Politik ist eine Kunst des Unmöglichen, die das, was als möglich gilt, neu definiert, die die Koordinaten des Möglichen erschüttert. Making a gesture which changes the very coordinates of the possible. Alle stimmen darin überein, dass die Wirklichkeit unanfechtbar und unveränderbar ist. Ich aber sage, lasst uns die Sache einmal auf den Kopf stellen. Wenn es heißt, wir hätten endlich eine Demokratie, weil alle miteinander einverstanden sind, behaupte ich das Gegenteil. Wenn alle einer Meinung sind, gibt es keine Demokratie mehr. Demokratie. Die wirklich vorhandene Demokratie ist wie eine Art Filter, der sicherstellt, dass sich nichts wirklich verändern wird. Was bedeutet heute für die Menschen Demokratie? Es bedeutet freie Wahlen, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Und ich stelle die Frage, ist diese Demokratie der ultimative Horizont? Und ich stelle fest, dass sie aufs Engste mit der Marktwirtschaft, dem wirtschaftlichen Liberalismus und dem Privatbesitz verknüpft ist. Und ich frage mich natürlich, welches ist die Verbindung zwischen den beiden? Aber sobald ich das frage, bin ich im wahrsten philosophischen Sinne des Wortes mitten in einer Kritik der Demokratie, nicht wahr? Kritik der Demokratie will ja nicht heißen, ich nehme die Demokratie und schmeiße sie in den Müll. Kritik der Demokratie bedeutet, dass ich präzise die zeitgenössischen Bedingungen dieses besonderen politischen Regimes untersuche, das wir Demokratie nennen. Um den Kampf gegen den Kapitalismus zu gewinnen, sollte der erste Schritt die Infragestellung des demokratischen Rahmens sein. Ich behaupte, wann immer wir ein demokratisches Feld näher analysieren, geraten wir in die Falle, dass uns die Freiheit der Wahl gegeben wird, nur unter der Bedingung, dass wir die richtige Wahl treffen. The catch is on condition that you make the right choice. Alle haben gedacht, wir hätten nun endlich eine bessere politische Zeit erreicht, weil wir uns endlich von allen Illusionen des Proletariats gelöst hätten. Ich glaube jedoch, dass die Politik immer eine provisorische, unerwartete, neu hinzukommende Angelegenheit ist. Wichtig ist, dass die Politik in den bejahenden Teil des Lebens Einzug hält, dass sie sich als eine Kreation vorschlägt. Erst dann ist sie wirklich dauerhaft. Wann ist eine Demokratie lebendig? Nicht, wenn sie vom Staat gut geregelt wird, sondern wenn sie Teil einer, wie Hegel es formuliert hätte, sittlichen Substanz wird. Lassen Sie mich ein simples Beispiel geben. Ich würde gerne in einer Gesellschaft leben, in der ein Rassist oder ein Frauenfeind, der einen vulgären Wutausbruch hat, einfach als Idiot dasteht und ausgelacht wird, weil es ein nicht akzeptables Verhalten ist.
Wir aber leben heute in traurigen Zeiten, in denen trotz all dieser politisch korrekten Versuche, alles zu regulieren, Dinge, die noch vor einem Jahrzehnt unakzeptabel gewesen wären, heute akzeptabel geworden sind. Politik existiert genau ab dem Augenblick, ab dem eine Veränderung eingeführt wird. Ein Augenblick, der etwas bislang Unsichtbares sichtbar macht. Wieder einmal kann ich nicht umhin, hier vollständig mit Jacques Rancière übereinzustimmen. Ich denke, was er mit seinem entscheidenden Begriff der Unstimmigkeit zu Gehör bringt, dem entspricht, was ich im Lichte meiner Lacanischen Tradition den konstitutiven Antagonismus nenne. Wenn ich behaupte, dass Politik Unstimmigkeit ist, dann will ich damit sagen, dass Politik immer eine Störung im Verhältnis zum normalen Ablauf der Dinge darstellt. Was eine Gesellschaft zusammenhält, ist der Einschnitt. Das erscheint mir besonders augenblicklich wichtig, wo das Motto überall lautet Verständnis, Verhandlung, pragmatischer Kompromiss. Understanding, negotiation, pragmatic compromise. Ein Großteil dessen, was in der gegenwärtigen Welt Ethik genannt wird, ist dazu bestimmt, das Schöpferische und das Denken zu entmutigen. Ich denke, genau das hat mit dem Druck heutiger Ideologie zu tun. Wann immer in unserer Gesellschaft auch nur die Idee einer radikalen gemeinschaftlichen Handlung auftaucht, wollt ihr die Wiederkehr des Holocausts? Wollt ihr die Wiederkehr der Gulags? Als wenn jegliche Alternative zur bestehenden Ordnung obligatorisch neuer Terror wäre. Ich glaube, dass diejenigen, die überall den Terror sehen, uns davon überzeugen wollen, dass es besser ist, nicht den kleinen Finger zu rühren. Denn wer den kleinen Finger rührt, wird ein Totalitärer. Also, widmet euch dem Warenaustausch, konsumiert die Produkte, die wir euch anbieten. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin davon überzeugt, dass der scheinbare Triumph des liberalen Kapitalismus provisorisch ist. Man erkennt übrigens immer stärker, dass es eine Welt voller Katastrophen ist, die weder eine gute noch eine stabile Welt ist. Wir sollten nicht glauben, dass wir in einer Zeit glücklicher Stabilität leben, in der es einen allgemeinen Konsens, liberale Demokratie und liberalen Kapitalismus gibt. Wir leben in gefährlichen Zeiten, in Zeiten des Übergangs. Um einen Begriff von Rancière aufzugreifen, wir leben in Zeiten eines verfälschten Realismus. Mit anderen Worten, wir stecken tief in der Scheiße. Und der erste Schritt ist, es zuzugeben. Nieder mit den Fassaden. Zizek interessiert sich in seinen zahlreichen Schriften für die Perspektiven, ermutigend oder beängstigend, die uns die kapitalistische Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts anbietet. Wir können uns das Ende des Lebens auf Erden vorstellen, eine kosmische Explosion, die alles zerstört. Wir können uns jedoch nicht eine einzige winzige, jedoch radikale Veränderung des Kapitalismus vorstellen. Das zeigt unseren Mangel an utopischer Vorstellungskraft. Utopian imagination. If somebody were to ask me, wenn mich jemand fragen würde, was empfindest du heute als einen entscheidenden gesellschaftlichen Tatbestand, würde ich sagen, Slums. Die in Slums lebenden Menschen sind derzeit die am schnellsten wachsende Menschengruppe weltweit. Riesige Menschenmengen, systematisch durch den Globalisierungsprozess hervorgerufen, zusammengeworfen, besitzlos,
ausgeschlossen von bürgerlichen Rechten und von politischer Teilnahme. Zum Beispiel gescheiterte Mittelständler, Bauern, die ihr Land verloren haben. Und noch dazu gehören sie meistens unterschiedlichen ethnischen Gruppen an. Um überleben zu können, müssen diese Menschen utopisch sein. Nicht im Sinne eines unmöglichen Paradieses, sondern realistisch und radikal. Sie müssen improvisieren und eine neue Lebensweise erfinden. Ich bin hier kein naiver historischer Determinist. Vielleicht geschieht es, vielleicht aber auch nicht. Aber es ist eine Öffnung. Etwas, was mein Freund Alain Badiou den Ort des möglichen Ereignisses nennen würde. Realität ist etwas sehr Zerbrechliches. Dinge wie ein Blackout, die die gewohnte Wirklichkeit außer Kraft setzen, führen uns die extreme Zerbrechlichkeit unseres gesamten gesellschaftlichen Gefüges vor Augen. Mir gefällt die Vorstellung, wie fragil unsere soziale Ordnung ist. Es ist wichtig zu verstehen, wie etwas total Triviales, wie eine simple Fehlfunktion alles zerstören kann. Wir leben nicht in einer unmittelbaren Realität, sondern wir leben bereits in einer Matrize. Um unsere Wirklichkeit am Leben zu erhalten, muss eine komplizierte Maschinerie funktionieren. Zu glauben, dass Slavoj Žižek sich nur für die Welt und ihre Niedertracht interessiert, hieße die Bedeutung zu vergessen, die er der Fiktion beimisst. Aber wird man fragen, was kann wohl Hollywood der Philosophie, der Psychoanalyse oder der Politik lehren? Für Slavoj Žižek schweben unbewusste, sehr bezeichnende Botschaften unfreiwillig an die Oberfläche des hartgesottenen kommerziellen Opportunismus von Hollywood. Hollywood erzählt von uns. Ich glaube, dass populäre Filme, besonders die aus Hollywood, einen hervorragenden Gegenstand darstellen, um die vorherrschende heutige Ideologie in ihrem reinsten Zustand zu analysieren. Deshalb vor allem interessieren sie mich. Die traditionellen Methoden der Filmkritik aufgreifend, jedoch wesentlich konzeptionellere Ziele als diese anstrebend, untersucht Slavoj Žižek einen Film gewissenhaft mit dem Verlangen, die leisen Absichten seiner Handlung, seiner Protagonisten oder seines Regisseurs greifbar zu machen. Erstes Beispiel: David Lynch. I think that David Lynch is one of the great cinematographers, paradoxically, of Ideologiekritik. Ich glaube, dass David Lynch einer der großen Filmemacher heutiger Ideologiekritik ist. Systematisch stellt er in seinen Filmen zum Beispiel das Dilemma heutiger Autorität dar, in dem Autorität bei ihm immer als eine lächerliche, exzessive Gestalt dargestellt wird. Das erzählt viel über dieses Dilemma. Oder das Dilemma unserer heutigen Sexualität, die trotz ihrer so toleranten Haltung in eine Sackgasse führt. Auch wenn David Lynch privat ein Idiot oder ein ideologischer Obskurant sein mag, hat er doch eine unglaubliche Sensibilität für die ontologischen Konsequenzen dessen, worin wir uns heute befinden. Er zeigt auf, wie das, was geschieht, grundlegend unsere Ansichten von Wirklichkeit und Subjektivität beeinflusst. Sein Universum ist sehr stimmig. Nehmen wir zum Beispiel Lost Highway. Die übliche Reaktion auf diesen Film war, die Geschichte ist so verwirrend, man weiß gar nicht, worum es geht, man sollte einfach das Chaos genießen. Nein, ich denke, man sollte bis zum Ende auf der naiven Frage in Lost Highway beharren. Was ist wirklich und was ist nur Einbildung?
Man sollte versuchen zu rekonstruieren, was wirklich geschieht. Ich denke, David Lynch ist diesbezüglich sehr stimmig. I think David Lynch is extremely consistent at this level. Unsere Welt ist nicht einfach so, wie wir sie sehen, bestehend aus fertigen Objekten, sondern sie wird durch eine andere Ebene gestützt, die das ursprüngliche Chaos der Welt erlebbar macht, bevor diese erschaffen wurde. Das genau ist David Lynch. Für Slavoj Žižek gibt es ebenso viel aus einem kitschigen Heimatfilm zu gewinnen, wie aus einem großen Filmklassiker, wie es das Beispiel eines seiner 10 Lieblingsfilme, The Sound of Music, von Robert Wise beweist. Mir gefällt der Film wegen seiner lausigen Qualität. Es ist einer von diesen Filmen, in denen die Obszönität so offensichtlich ist, dass man mit einem Minimum an Anstand, und ich hoffe, den habe ich, also es gibt Szenen in dem Film, zum Beispiel die, wo die Kinder des Barons im Schloss zu Bett gehen müssen. Und vorher singen sie und so weiter. Also Momente, die so erbärmlich sind, dass ich, ein durchschnittlicher Erwachsener, die Augen niederschlug und rot wurde. Das ist schlimmer als die schlimmste Pornografie. Darum also interessiert mich dieser Film. Das ist so abstoßend, dass es schon beinahe subversiv ist. Wie soll ich sagen? Nein, es stößt an eine Grenze. Andererseits ist dieser Film ein gutes Beispiel dafür, wie die Textur eines Films, nicht so unmittelbar wie bei Lynch, sondern in einem naiven Sinne, also wie die Schauspieler gekleidet sind, wie sie spielen und so weiter, die vordergründige Botschaft unterläuft. Die vordergründige politische Botschaft ist antifaschistisch. Die kleinen Österreicher widerstehen der deutschen Besatzung. Okay. Sehen wir uns an, wie die Schauspieler sich bewegen, spielen, gekleidet sind und so weiter. Wir sehen, die verborgene Botschaft ist folgende. Die Österreicher werden als brave, liebe kleine Faschisten porträtiert. Und die Nazis dagegen, ihre Vertreter bei den Salzburger Festspielen etwa, in ihren dekadenten Frecken, dicke Zigarren rauchen, die sehen aus wie reiche Juden. Das Paradox besteht also darin, dass durch die Textur des Films die Story in ihr Gegenteil verkehrt wird. Vordergründige Botschaft, kleine, brave Österreicher widersetzen sich den Nazis. Wahre Botschaft, vermittelt durch die Textur des Films, kleine, aufrechte österreichische Faschisten wehren die Übergriffe des internationalen Judentums ab und so weiter. Vielleicht ist der Film deshalb so erfolgreich, weil er, wie man in den 60er oder 70er Jahren sagte, den kleinen Faschisten, der tief in uns allen schlummert, anspricht. Oh, einen Moment noch. Ich würde hier gerne ein Experiment vornehmen. Das hier wäre eine schöne Idee. Wie kann ich hierfür einen Platz finden? Ich möchte gerne... Oh mein Gott, jetzt heißt das Problem, wohin damit? Einen Augenblick noch. Jetzt weiß ich, was ich tun werde. Diese beiden oberen Fotos, das eine aus Alien, in dem Sigourney Weaver die Heldin dem Alien begegnet, und das andere aus Fight Club, in dem der Held seinem Doppelgänger begegnet. Die haben etwas gemeinsam, denke ich. In beiden Fällen haben wir es mit einer Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zu tun. In beiden Fällen aber ist es die Kommunikation mit einem unmenschlichen Partner. Hier in diesem Fall mit der interessanten Figur Alien. Alien ist sowohl eine Maschine als auch diese besondere Intensität des Lebens. Mehr Leben als das Leben selbst. Es ist wirklich die Begegnung eines menschlichen Wesens mit seinem unmenschlichen Duplikat. Hier das Gleiche. Wie wir am Ende des Films erfahren, ist die Brad Pitt-Figur einfach Ed Nortons Doppelgänger. Der andere ist niemand. Er ist allein die Verkörperung meiner Einbildung. Bevor wir uns anderen Menschen anvertrauen,
die uns ähnlich sind? Vertrauen wir uns einer monströsen Andersartigkeit an, die den Exzess des Lebens verkörpert? Object in the sense of object embodying an excess of life. Hier haben wir nun eine Reihe von Regisseuren, die in unterschiedlicher Weise dieses Problem behandelt haben. Zuerst natürlich Groucho Marx, die Marx Brothers. Es gibt in den Marx Brothers Filmen eine ganze Reihe von Identitätswitzen, wie zum Beispiel das berühmte Paradox: Dieser Mann sieht aus wie ein Idiot, handelt wie ein Idiot, seien Sie nicht enttäuscht, dieser Mann ist ein Idiot. Ein anderes Paradox ist die Begegnung zweier Männer. Der erste sagt, du siehst aus wie Emanuele Ravelli, woraufhin der andere sagt, aber ich bin Emanuele Ravelli, woraufhin der erste sagt, na, dann kein Wunder, dass du wie Emanuele Ravelli aussiehst. Was ein sehr verfeinertes Paradox ist, denn sehe ich wie ich selbst aus? Um diesen Vergleich anstellen zu können, muss es einen außenstehenden Bezugspunkt geben. Kann ich aussehen wie ich selbst? Wie kann ich mich meiner Identität vergewissern? In Bezug auf Alfred Hitchcock bin ich versucht, nicht viele Worte zu verlieren, denn es ist so offensichtlich. Was ich an Hitchcock vor allem bewundere, sind Details. Ich nenne sie Hitchcocksche Symptome. Materielle Ticks, materielle Handschriften. Hitchcock war der große Materialist. Er ging von Bewegungen der Kamera aus, um von dort aus die gesamte Erzählung aufzubauen. Hitchcock ist vermutlich die zentrale Figur Hollywoods. Einerseits war er dort völlig integriert, andererseits hat er einen Exzess produziert und so Hollywood von innen heraus unterminiert. Es ist, wie es ist. Verzeih, ich habe Kreislaufprobleme. Oh, wir werden alt. Obwohl ich bereits Probleme hatte, als ich jung war. Kannst du eigentlich... Du weißt, was ich meine, auf dem Kopf stehen. Ich habe das nie gekonnt. Weißt du, was meine Idealvorstellung von Zensur wäre? Eine leere Zensur, bei der irgendwo diese Bleeps wären und die Leute sich fragen würden, mein Gott, was hat er bloß gesagt? Wenn mir die Ideen ausgehen, gäbe es diese Bleeps. Die Strategie wäre, die Illusion zu erzeugen, es hätte etwas zu zensieren gegeben.